Herzlich willkommen hier im FC St. Pauli Museum, im Millerntor-Stadion in Hamburg, das Stadion des FC St. Pauli, zur Veranstaltung 2 Jahre nach Hanau, Erinnerungsarbeit, Herausforderungen in der antifaschistischen Erinnerungsarbeit. Leider ist das Ganze heute hier jetzt doch nur online und ohne BesucherInnen und Publikum. Das liegt einfach daran, dass die Corona-Zahlen rasant steigen. Und dafür haben natürlich alle Verständnis. In diesem Sinne aber auf jeden Fall herzlich willkommen an alle euch, die ihr draußen an euren Empfangsgeräten sitzt, auf euren Sofas oder in euren Betten und es euch gemütlich gemacht habt für die kommenden 2 Stunden, die wir hier zusammen verbringen werden. Und wenn euch in dieser Zeit Fragen in den Kopf kommen, zu dem, was hier gesagt wird auf der Bühne, zu dem, was wir hier thematisieren, schreibt diese Fragen gerne in den YouTube-Chat. Wir sammeln die und ich bekomme sie am Ende auf mein Telefon geschickt und versuche dann, so viele davon, wie es irgendwie geht, noch hier mit den Menschen auf der Bühne zu besprechen. Wir haben uns entschieden, heute Abend dieses Thema auf die Bühne zu bringen und zu diesem Thema zu kommen. Das ist fast 1 Monat nach dem 2. Jahrestag des rassistischen Anschlags in Hanau. Und wir tun das heute, weil wir meinen, dass das Thema, die Auseinandersetzung mit den rassistischen Anschlägen, mit dem rassistischen Anschlag in Hanau, kein Thema ist, was man an einem Tag im Jahr behandeln muss, sondern die Auseinandersetzung damit muss jeden Tag des Jahres passieren und jeden Tag muss diese Auseinandersetzung stattfinden. Und deswegen ist heute Abend diese Veranstaltung so wichtig und wird eine von vielen sein, in denen im Laufe dieses Jahres dieses Thema, der rassistische Mord von Hanau, weiter besprochen werden muss. Die aktive Auseinandersetzung mit Rassismus ist für den FC St. Pauli schon seit vielen Jahren, seit Ende der 80er, Anfang der 90er und für die Fanszene ein zentrales Thema und ist ständige Praxis. Und deswegen ist es für uns hier echt eine Ehre, euch auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Und zwar Çetin Gültekin, er ist der Bruder von Gökhan Gültekin, der seit 2 Jahren kämpft, Çetin, für Gerechtigkeit, Aufklärung, Erinnerung, Gerechtigkeit und Konsequenzen. Çetin, schön, dass du da bist. Nevros Duman sitzt hier für die Initiative 19. Februar, die von Anfang an der Seite der Familien, Freundinnen und Hinterbliebenen gearbeitet hat und dies bis heute tut. Hallo, Herr Nevros. Und Ali Yildirim, er ist Kindheitsfreund von Ferhat Unvar, Gründungsmitglied und Projektkoordinator der Bildungsinitiative Ferhat Unvar, die sich im November 2020 gegründet hat und Bildungsarbeit gegen Rassismus anbietet. Mein Name ist Siri Keil und ich darf heute durch diesen Abend führen und an dieser Stelle Grüße ausrichten möchte ich an Hanna Christian vom Projekt BAM, Bildung am Millerntor. Die hat diesen Abend organisiert, kann aber heute leider nicht hier sein, weil sie krank ist. Ansonsten hätte sie hier auf dem Podium gesessen. Einmal kurz vielleicht der Ablauf des Abends und zwar stellen wir jetzt gleich zum Anfang kurz einmal die Bildungsarbeit vom BAM, Bildung am Millerntor, vor. Und gucken uns an, was heute Vormittag passiert ist. Hier gab es nämlich heute Vormittag schon einen Workshop mit den Gästen hier auf dem Podium. Und dann sprechen wir darüber, was in den letzten 2 Jahren seit dem rassistischen Anschlag am 19. Februar 2020 in Hanau passiert ist, wo gerade die aktuellen Auseinandersetzungen und Kämpfe liegen, welche Erinnerungsarbeit organisiert wird und welche Rolle bei dem Ganzen eigentlich auch Fußball spielt. Eure Fragen, wie gesagt, schreibt sie in den Chat, in den YouTube-Kanal und wir sammeln sie und kommen später darauf zurück. Wir steigen kurz ein mit der kleinen Frage, was ist eigentlich BAM, Bildung am Millerntor? Das Projekt BAM gibt es seit 2018 im Lernort FC St. Pauli Museum. Seit 2019 gehört es zum bundesweiten Netzwerk Lernort Stadion. Das ist ein Netzwerk aller Lernorte in Fußballstadien, die alle Bildungsangebote für Schulklassen und Jugendgruppen anbieten. Und hervorgegangen ist BAM als Projekt aus einer Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit des FC St. Pauli und der Ausstellung Fußball in Trümmern im Museum.
Ab da sind diverse Workshops für Jugendliche organisiert worden, zum Beispiel zur NS-Vergangenheit des FC St. Pauli, zur Frage, was tun gegen Diskriminierung, zu Gender und sexueller Identität als ein vertiefter Workshop nach dem Antidiskriminierungsworkshop und zu Nachhaltigkeit. Und hier ging es darum, wie es mit der DIY-Merchandise-Produktion des FC St. Pauli aussieht und was faire Produktion heute eigentlich heißt. All diese Workshops stehen natürlich im Kontext Fußball, aber sind offen auch für alle diejenigen, die nicht unbedingt an Fußball interessiert sind. Also man muss keine Fußballfanin sein, um teilzunehmen. Buchbar sind sie über die Seite, die BAM-Website. Und weil die Nachfrage an Workshops groß ist, hat BAM jetzt gerade diverse junge Menschen als nächste Generation BildungsarbeiterInnen im Fußball zu Peer-Trainerinnen der politischen Bildung ausgebildet. Und außerdem arbeitet BAM auch sehr gerne, seit 2021, viel mit Sportgruppen, Fußballmannschaften, aber auch anderen Sportlerinnen zusammen, um mit ihnen in die Auseinandersetzung zu gehen und Themen näher zu bringen, sie zu sensibilisieren und die gemeinsame solidarische Praxis weiterzuentwickeln. Wie der BAM-Workshop heute mit der, jetzt kommt ein interessantes Wort, der U19 des Nachwuchsförderungsleistungszentrums, das ist mal ein langes Wort, und den Gästen aus Hanau, also denjenigen, die heute hier jetzt auf der Bühne sitzen, wie der Workshop heute aussah, das hat Christopher Radke vom St. Pauli Museum für uns im Video festgehalten. Mein Name ist Hanna Christian und ich bin Bildungsreferentin bei BAM Bildung am Millantor. Wir bieten politische Bildungsarbeit im Museum des FC St. Paulis an, zu all den Werten, die wir hier haben im FC St. Pauli. Heute ging es speziell um das Thema Diskriminierung und noch im Spezielleren um den 19. Februar 2020 in Hanau, wo 9 junge Menschen durch einen rassistischen Anschlag getötet wurden. Dazu hatten wir zu Besuch Nevros Duman von der Initiative 19. Februar, Çetin Gültekin, den Bruder von Gürkan Gültekin, und Ali Yildirim, den Kindheitsfreund und Koordinator der Bildungsinitiative Ferhat Unvar. Und den Workshop haben wir gemacht mit der U19 des Nachwuchsförderleistungszentrums. Also beim heutigen Workshop habe ich sehr viel mitgenommen, dass man Rassismus nicht erst am Ende erkennen kann, sondern schon sehr früh. So, und es verfolgt uns die ganze Zeit im Leben immer und immer weiter. Mir ist auf jeden Fall klar geworden, dass jeder was dagegen tun kann, gegen Rassismus an sich. Und dass man sowas halt auch einfach nie vergessen sollte. Zum Beispiel kann man auf jeden Fall dagegen in seinen eigenen Gruppen, in seinem Umfeld was machen. Das habe ich besonders daraus mitgenommen. Das war heute Morgen. Wie war's? Wie habt ihr das erlebt? Was waren eure Highlights von heute Morgen? Çetin. Ja, das war sehr wichtig und man hat gesehen, dass die Jugendlichen alle sehr genau zugehört haben und sich wirklich auch dann Gedanken gemacht haben und haben aus diesem Gespräch, Workshop wirklich ein paar Sachen mitgenommen, was in Zukunft für die und auch für unsere Gesellschaft helfen wird. Also ich fand es bitter nötig, so, vor allem weil wir dann auch in den Gesprächen gemerkt haben, dass es natürlich auch im Fußball Rassismus gibt, aber auch, dass die jungen Leute, mit denen wir heute in Gesprächen waren, auch erst vor kurzem und auch immer wieder rassistische Erfahrungen machen im Kontext Fußball. Und deswegen ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, dass in allen Bereichen antirassistische Bildungsarbeit gemacht wird. Wie gesagt, ich wünschte mir natürlich, dass es auch in anderen Vereinen, dass es da auch genau diesen Zuspruch gibt und auch diese Notwendigkeit, dass man erkennt, okay, es muss in sehr vielen Bereichen und sehr vielen Facetten muss antirassistische Bildungsarbeit oder eine Art von Sensibilisierung auch muss einfach stattfinden. Und das ist auch im Fußball so, vor allem bei jungen werdenden Fußballern bzw. Nachwuchsspielern, dass man ihnen das überhaupt anbietet, weil sie diese Erfahrung nun mal machen.
Und einfach, dass sie das Gefühl haben, okay, wir machen diese Erfahrungen, aber wir sind nicht alleine mit diesen Erfahrungen und es wird was dagegen unternommen. Und deswegen finde ich das sehr wichtig. Und was jetzt passieren muss, ist, dass das genau in alle Bereiche, vor allem aber auch in alle strukturellen Bereiche, dass es da genau auch diese Selbstverständlichkeit gibt, dass antirassistische Bildungsarbeit und vor allem auch Sensibilisierung, das wäre beispielsweise bei Behörden, bei werdenden Polizistinnen, das wären zum Beispiel so Dinge, es muss für mich ein fester Bestandteil einfach sein. Dazu, wie das im Fußball tatsächlich auch noch mal ein bisschen weiter gesponnen werden kann, dazu sprechen wir nachher auf jeden Fall noch. Nevros, Aliat meinte gerade, war nötig. Ging dir das auch so? War das auch so ein Eindruck, den du hattest, dass du gemerkt hast, ja, alles klar, man merkt mal wieder, wie wichtig das ist? Definitiv. Also Çetin und ich haben vor allem über den Anschlag gesprochen, was vor dem Anschlag passierte, was während des Anschlags passiert ist und was nach der Tat passierte. Und man hat einfach gemerkt, so präsent wir in der Öffentlichkeit waren in den letzten 2 Jahren, trotzdem ist es unglaublich wichtig, in solchen Räumen reinzukommen und detaillierter darüber zu erzählen, was passiert ist und wo Behörden versagt haben. Weil das haben wir hier heute Morgen auch noch mal mit den jungen Menschen gemerkt, irgendwie, wie schockiert sie an manchen Stellen waren, dass sie diese Informationen gar nicht mitkriegen. Ne? Und das sehe ich irgendwie in allen Räumen, wo wir reingehen und über den Anschlag detaillierter sprechen, dass alle wissen, Hanau ist passiert, 9 rassistischer Terroranschlag, 9 Morde, aber was da an Versagen ist und was da bis heute nicht aufgeklärt wurde, ist immer so zweitrangig oder es gibt nicht so einen Zugang dazu. Es kommt nicht überall an. Und darum fand ich das total wichtig, dass wir heute dieses Gespräch geführt haben. Es war super emotional, es war sehr voll, also auch von Gefühlen her und also da auch mitzukommen, weil es unglaublich komplex ist auch, ne? Irgendwie innerhalb von kurzer Zeit über das, was passiert ist, zu sprechen, was super komplex ist. Wie lang war der Workshop? Wir haben 1,5 Stunden, insgesamt waren es 4 Stunden und 1,5 Stunden ging es darum, irgendwie zu erzählen, diese komplexe Tat irgendwie zu erklären, was da passiert ist und wo wir heute dran sind, was ist der Stand der Dinge. Und das war unglaublich wichtig, weil man merkt auch, da passiert nochmal was anderes, da ist dann nochmal ein anderer Umgang. Okay, das und das haben wir nicht im Blick und damit müssen wir uns eigentlich auch mehr beschäftigen. Also es bewegt was und das ist das, was wir, glaube ich, am Ende gesehen haben und auch aus den Rückmeldungen gehört haben. Es bewegt was bei jedem einzelnen Person und natürlich ist es auch eine ganz besondere Erfahrung, wenn Betroffene, wenn Angehörige da sind und aus erster Hand quasi erzählen irgendwie, was da passiert ist, ist der Zugang auch nochmal ein ganz anderer. Gab es irgendwas, was dich, Çetin, überrascht hat als Reaktion von den Jugendlichen? Gab es irgendwas, womit du nicht gerechnet hast? Nein, weil ich ja auch während des ganzen Gesprächs gemerkt habe, jeder Einzelne hat seine Geschichte irgendwie in diesen Gesprächen schon gesehen. Die sind ja alle mit betroffen. Die erleben das auch wenn du Fußballstar bist. Ich meine, Boateng, habe ich heute gesagt, Jerome Boateng hat 2014 Deutschland zum Weltmeisterschaft geführt und AfD Gauland sagt, mag sein, aber ihn jetzt unbedingt als Nachbar will ich bestimmt nicht haben. Ne? Ich meine, es reicht nicht, ein Star zu sein oder irgendwas, ein Erfolg, was dem Land gut tut. Auch das reicht nicht. Und das haben wir den Jungs irgendwie auch gesehen, dass egal, was du schaffst in deinem Leben, irgendwie nicht zu dieser Gesellschaft gehören kannst. Wieso? Was muss gemacht werden, um zu sagen, jetzt bin ich anerkannt? Das hat man auch bei den Kids da gesehen heute. Das war sehr wichtig. War das auch das, was du als emotional bezeichnest? Also dass da tatsächlich dann auch im Raum war, man teilt auch tatsächlich genau das, worüber gesprochen wird, auch den Schmerz. Ja, dadurch, dass wir hier, glaube ich, in einem relativ sicheren Raum sind und
wir zumindest uns sicher gefühlt haben, und ich glaube, die Teilnehmenden auch, war das auch sehr persönlich, was ja oft auf der Bühne oder bei öffentlichen Veranstaltungen weniger passiert, wenn der Raum sicher ist und geschützt ist, dass das persönlicher wird und dann plötzlich man eine andere Begegnung miteinander ermöglicht und sich auch traut, irgendwie das, was einen persönlich betrifft und das Erlebte auch mitzuteilen. Und das, finde ich, hat man heute sehr stark gespürt. Also es ist Raum, sich zu öffnen. Die Bildungsinitiative fördert Unwehr. Wir sind jetzt ja quasi bei einer Schnittmenge Bildung, also auch die Bildung von Jugendlichen. Ist genau so eine Erfahrung des geschützten das Öffnen im geschützten Raum, ist das, was auch in der Bildungsinitiative oder in den Workshops bei euch passiert, das regelmäßig? Auf jeden Fall. Also es geht ja generell darum, erstmal für junge Menschen in der Institution Schule einen Raum zu schaffen, wo sie sich auch öffnen können und ihre Meinung frei äußern können, ohne Angst zu haben, dass es für die Meinung Konsequenzen gibt. So, und das zeigt ja dann aber auch, wie diese Gespräche dann stattfinden, wenn man diesen Raum überhaupt erstmal schaffen kann. Und wenn dieser Raum einmal gegeben ist, und wenn man auch diesen Berührungspunkt schafft in der Institution Schule, dass jetzt SchülerInnen vielleicht aber auch das erste Mal in der Institution Schule über Rassismus reden dürfen. So. Sie machen im Kontext Schule, aber auch außerhalb der Schule, machen sie diese Erfahrungen in diversen Facetten. Sie werden rassistisch beleidigt, sie machen Rassismuserfahrungen, ob es Alltagsrassismus ist oder der institutionelle, ob sie diskriminiert werden. Und dann das erste Mal wirklich diesen Raum zu haben und zu sagen, okay, wir nehmen uns jetzt die Zeit, aber den jungen Menschen aber auch klar zu machen, dass es nicht mit einem Workshop getan ist. Und das ist ein Gefühl, was man weitergibt in den Workshops, was eigentlich nicht in Worte zu fassen ist. Also die Liebe, die man auch zurückbekommt. Weil die jungen Menschen dann in den 3 Stunden, an denen wir vor Ort sind als Bildungsinitiative, haben wir die 100%ige Aufmerksamkeit. Und nach einer halben Stunde denkt man sich nicht, ja, ich mache lieber die Mathehausaufgaben für die nächste Stunde, sondern man hört gerne zu, weil man weiß, es sind Betroffene da, die haben vor allem aber auch eine schreckliche Tat erlebt und haben aus dieser schrecklichen Tat trotzdem irgendwie Kraft geschöpft und wollen in die Zukunft schauen und sind auch für uns da. So, und das ist immer dieses Gefühl weiterzugeben und dann diese Liebe aber auch zurückzubekommen und auch dieses Vertrauen, das ist immer ganz wichtig. Genau dafür sind diese Räume da, dass man diese Räume schaffen kann, weil ich kann mich an meine Schulzeit erinnern, ich hatte diese Möglichkeiten nicht gehabt. Im Gegenteil, wir hatten eine Opfer-Täter-Umkehr. Wenn MitschülerInnen oder ich selbst rassistisch beleidigt wurden, auch von LehrerInnen, dann hat man eine Opfer-Täter-Umkehr gemacht und man hat mir schnell zu verstehen gegeben, dass es Konsequenzen für mich gibt, wenn ich dieser Sache weiter nachgehe. Und das hat sich auf jeden Fall verändert. So, man weiß jetzt, okay, wir sind nicht alleine und wir können auch etwas gegen dieses Problem tun. Und dass es aber auch natürlich immer die Betroffenen sind, die als Selbstorganisation diese Arbeit machen müssen, das ist, glaube ich, so eher das Problem. So, eigentlich sollten die Betroffenen die Zeit haben, trauern zu können, was aber nicht bedeutet, dass die Betroffenenperspektive nicht wichtig ist. Die Betroffenenperspektive gehört dazu, aber eigentlich sind es die Bildungsministerien und die Leute, die die Entscheidungsgewalten haben, die wir bei den Bundestagswahlen wählen gehen, die eigentlich dafür sorgen müssen, dass antirassistische Bildungsarbeit ein fester Bestandteil des Unterrichts wird. Das wollte ich gerade fragen, welche Forderung ergibt sich denn daraus? Ich meine, in eurem Fall ist es tatsächlich ja so, das muss man auch immer mal wieder festhalten, es ist so, dass ihr als Betroffene, als Angehörige, als trauernde Menschen habt diese Rolle übernommen, ihr habt diese Bildungsinitiative auf die Beine gestellt, ihr geht raus und erzählt, macht genau in diesen Workshops diese Arbeit, die dazu beiträgt, dass über Rassismus aufgeklärt wird, dass Antirassismus Einzug hält, auch in die Diskussionen von jungen Leuten und Schülerinnen und Schülern. Aber eigentlich wäre es die Aufgabe, das finanziell und in jeder Form öffentlich zu fördern. Wo hakt es? Das kann doch eigentlich nicht sein. Welche Forderungen habt ihr da? Naja, es zeigt einfach nur, dass Rassismus wohl doch nicht ein gesamtgesellschaftliches Problem ist für viele. Das ist das große Problem. Und dass es immer nur die sind, die diese Erfahrung machen. Natürlich, es gibt UnterstützerInnen, Menschen, die solidarisch sind, aber strukturell tut sich einfach sehr wenig. Und man muss auch einfach von diesem Dankbarkeitsgedanken ein bisschen wegkommen. Ich habe manchmal das Gefühl, vor allem in der Anfangsphase habe ich das Gefühl gehabt, dass ich dankbar sein muss, dass ich diese Arbeit überhaupt machen darf.
obwohl ich eigentlich Dankbarkeit von den Leuten erwarte, dass ich diese Arbeit überhaupt mache. So, und von diesem Gedanken muss man halt einfach ein bisschen wegkommen. Und wenn wir uns schon dieser Sache angenommen haben und gesagt haben, okay, wir machen diese antirassistische Bildungsarbeit, neben dieser Trauer, neben dieser Wut, neben diesem Schmerz, dann ist das Mindeste, was man dann tun sollte und könnte, ist es, dafür zu sorgen, dass wir eine langfristige staatliche Förderung bekommen und uns nicht Sorgen machen müssen, wie wir in 2 Jahren die Miete unserer Räumlichkeiten bezahlen. Okay, aber ganz kurz mal, wie ist denn da jetzt der faktische Stand? Gibt es Unterstützung? Gibt es keine? Nicht in dem Ausmaß, wie man es, also das Angebot ist da und das, was man zur Verfügung stellt, deckt auf jeden Fall nicht dieses Angebot. Ich finde, der Punkt, was du eben angesprochen hast, also die Arbeit bleibt bei den Betroffenen, wenn wir uns die letzten fast 25 Monate jetzt anschauen, was in Hanau passiert ist, was Angehörige, Überlebende, Betroffene geleistet haben, sich sofort zu organisieren, in die Öffentlichkeit zu gehen, für sich zu sprechen und anzuklagen, was passiert ist. Und all das, was wir heute wissen eigentlich, das ganze Versagen in den Behörden, all diese Skandale um den 19. Februar, die passiert sind, der Umgang mit den Angehörigen, all das verdanken wir nur der Arbeit der Angehörigen und Unterstützern, die das überhaupt in die Medien getragen haben, dass es überhaupt zum Thema gemacht wurde. Das heißt, das eine ist die antirassistische Bildungsarbeit, aber das andere ist die gesamte Aufklärungsarbeit, dass Betroffene, die ihren Liebsten verloren haben, tagtäglich sich treffen müssen, Journalisten kontaktieren müssen, Selbstrecherchen machen müssen, um zu zeigen, in die Welt zu zeigen, was hier passiert ist, was hier alles schiefgelaufen ist, weil die Sicherheitsbehörden ihre Verantwortung darin nicht übernehmen. Und das sehen wir am Beispiel von Hanau, das können wir wahrscheinlich für die letzten 40 Jahre sagen, wenn wir über rechte Gewalt und die Kontinuität des rechten Gewalts in diesem Staat irgendwie sprechen und die Aufklärung, die in der Regel nie funktioniert hat, sehen wir das auch in Hanau. Aufklärungsarbeit, gerade Aufklärung, was die Arbeit der Sicherheitsbehörden ist und sein muss, dass das nicht funktioniert und Betroffene und ein Vater in die Presse gehen muss und sagen muss, mein Sohn hat mehrmals die Polizei angerufen. Wieso kommt die Polizei nicht und sagt, ja, Willi Viorel hat angerufen, er hat uns nicht erreicht, wir wollen mit Ihnen darüber sprechen. Nein, ganz im Gegenteil, es wird vertuscht. Und dann haben wir einen Innenminister, der sagt, es war doch alles exzellente Polizeiarbeit. Das ist das, was wir in Hanau die ganze Zeit erfahren, dass wir tagtäglich dafür kämpfen müssen. Es gibt sehr viele Fehler. Es müssen doch daraus endlich Konsequenzen gezogen werden. Oder dass wir überhaupt uns für ein Opferfonds einsetzen müssen. Dass wir dafür kämpfen müssen und Lobbyarbeit machen müssen, dass dieses Land, dass der Staat Unterstützung für Betroffene organisieren muss. Sowohl finanziell als auch die psychosoziale Unterstützung. Wieso müssen wir für jede Kleinigkeit, sei es Wohnung, sei es irgendwie die psychosoziale Unterstützung, wieso müssen wir für alles kämpfen? Es gibt doch genug Erfahrungen mit rechter Gewalt in diesem Land. Man muss doch daraus endlich Konsequenzen ziehen, aber offensichtlich passiert nichts, wenn es öffentlich kein Druck gemacht wird. Und wenn es nicht die Betroffenen und solidarische Menschen tun, dann passiert eben gar nichts, dann bewegt sich. Und das ist das, was wir seit 25 Monaten leben und erleben. Und es bedeutet einfach auch, dass es unglaublich viel zu tun ist. Wenn die Sicherheitsbehörden nicht ihre Aufgaben machen, wenn die Menschen nicht geschützt werden oder sich so viele Menschen fragen müssen, wer wird hier eigentlich geschützt und wer nicht. Wenn wir die Politik haben, die ganze Zeit versuchen zu vertuschen, eine Landesregierung, die keine Verantwortung übernimmt, wir haben noch sehr viel zu tun. Wir gucken jetzt mal zurück. Du hast jetzt die letzten 25 Monate einmal in einem sehr, sehr schnellen Durchlauf mit allem, was euch seitdem beschäftigen muss, mit dem ihr euch beschäftigen müsst, obwohl es nicht eure Aufgabe ist, wo ihr durch musstet, obwohl ihr eigentlich die Zeit gebraucht habt, um zu trauern und sie auch immer noch braucht, um zu trauern. Wir gucken uns jetzt einmal gleich mit einem kleinen Film die letzten 2 Jahre an, aber ich glaube, das hier ist genau die Stelle, an der es auch wirklich nochmal wichtig ist, von hier aus zu sagen, mit was für einer großen Wertschätzung man auf das gucken muss, was ihr macht, weil, wie du es eben schon, du hast es beschrieben, Nevros,
ihr macht etwas, was eigentlich die Aufgabe von ganz verschiedenen Stellen ist. Ali, du hast auch etwas beschrieben, du beschreibst, die Bildungsarbeit muss eigentlich von öffentlicher Stelle finanziert und unterstützt werden. Ihr leistet Bildungsarbeit, Aufklärungsarbeit, die eigentlich von offizieller Stelle geleistet werden müsste, von den Sicherheitsbehörden, von den Polizeibehörden. Ihr leistet Aufklärungsarbeit, Trauerarbeit, die Arbeit, die es was psychosoziale Betreuung betrifft. Ihr helft euch selber. Das sind alles Dinge. Und während ihr das macht, habt ihr geschafft, über 25 Monate etwas zu leisten, was über das hinausgeht, was ihr erlebt. Weil ihr stellt den Kontext zu der Frage her, inwieweit ist struktureller Rassismus in diesem Land vorhanden und wie stark ist struktureller Rassismus in diesem Land da und wie kann man solidarisch damit dagegen vorgehen. Und ihr ihr macht solidarische Brücken. Und das ist etwas, wofür man euch als Angehörige, euch als Initiative nicht dankbar genug sein kann. Und in diesem Sinne gucken wir jetzt einfach einmal zurück mit einem Film, und zwar von Marcin Witkowski und von Katharina Kellermann. Ein ganz normaler Tag. Stell dir vor, du triffst dich mit deinen Jungs wie jeden Abend und dein ganzes Leben verändert sich von einer auf die andere Sekunde. Nichts ist mehr, wie es vorher war. Der Täter kam und schoss ohne Vorwarnung, kein Wort. Er kam, um uns zu töten, weil manche von uns dunkle Haare und dunkle Augen hatten. Er schoss auf uns, weil wir Fremde waren. Was heißt eigentlich Fremde? Wir sind hier geboren, wir sind hier aufgewachsen, wir kommen von hier. Und selbst wenn nicht, was macht das für einen Unterschied? Am Samstag, dem 19. Februar 2022, liegen die rassistischen Morde von Hanau genau 2 Jahre zurück. 24 Monate ohne Ferhat Unvar, ohne Said Nesar Hashemi, ohne Hamza Kurtovic, 730 Tage ohne Vili Viorel Paun, ohne Mercedes Kirpac, ohne Kaloyan Velkov, ohne Fatih Saraçoğlu, ohne Sedat Gürbüz, ohne Gökhan Gültekin. Wir vermissen euch sehr und wir werden euch niemals vergessen. Das, was in Hanau passiert ist, ist passiert, weil Rassismus in unserer Gesellschaft immer noch existiert. Das betrifft alle von uns. Rassismus tötet unsere Kinder, Eltern und Freunde. Das muss aufhören und darf nie wieder passieren. Für unsere Familie war der 19. Februar 2020 eine schwarze Nacht. Für Deutschland war diese Nacht ein schwarzer Fleck, der niemals weggeht. Wir sind in Hanau mit einer Kette des Versagens von Behörden und Polizei konfrontiert. Wir, die Angehörigen, müssen selbst ermitteln und die Behörden mit Strafanzeigen dazu zwingen, zum verschlossenen Notausgang, zum defekten Notruf oder zur Rolle des Vaters zu ermitteln. Also wir Angehörigen haben seit letztes Jahr, seit dem Anschlag, sehr, sehr viel Solidarität gespürt gehabt. Es sind wirklich sehr viele Menschen auf uns zugekommen und das hat uns Kraft gegeben. Denn wir fordern Aufklärung, Konsequenzen, Erinnerung und Gerechtigkeit. Und um diese Forderung durchzusetzen, brauchen wir Unterstützer, brauchen wir Solidarität von Menschen. Wir müssen in diesem Land etwas ändern. Und dafür müssen wir uns gemeinsam besser verständigen. Der Nächste kannst du, dein Kind oder dein Enkelkind sein. Deshalb müssen wir gemeinsam diesen Kampf gegen den Rassismus noch stärker führen. Wir werden das ändern. Tot sind sie erst,
wenn man sie vergisst, und das werden wir nicht. Wir kämpfen für Erinnerung, für Gerechtigkeit, für Aufklärung und für Konsequenzen. Jeden Tag. Das sind wir unseren ermordeten Kindern, unseren Geschwistern, unseren Freundinnen und Freunden schuldig. Das tun wir für uns. Und das tun wir, weil keine andere Familie nochmal dasselbe erleben soll. Wir wollen Konsequenzen. Wir haben es in den letzten 2 Jahren immer wieder erfahren, nichts passiert und nichts ändert sich, wenn wir keinen Druck machen. 9 junge Menschen wurden mitten aus dem Leben gerissen. Sedat, Ferhat, Kaloyan, Mercedes, Hamza, Said Nessar, Gökhan, Willi und Fatih. Ein Film von Marcin Wiczowski und Katharina Kellermann, Nevros Cetin Ali. Cetin, wenn du dir das anguckst, wie geht's dir dabei? Wenn du dir die Bilder anguckst, man hat so viele Bilder von euch gesehen in sehr unterschiedlichen Situationen. Ja, ich denke, wir geben unser Bestes und versuchen jeden Tag, wirklich jeden Tag, für unsere Getöteten Gerechtigkeit suchen. Ja? Aufklärungsarbeit. Ja, Erinnerung haben wir ja gesehen, können wir von uns alleine erschaffen. Dafür brauchen wir keine Politik Berlin. Wie zum Beispiel diese, was Armin Younes von Eintracht Frankfurt jetzt eben ein Tor geschossen und Trikot von Bild von unseren Getöteten hochgehoben. Ja? Sowas. Oder wenn das in so Sternfahrten, wie wir jetzt von mehreren Städten in Hanau mit Fahrrad reingefahren sind. Wir tun selbst solche Sachen auf die Beine stellen, wo jetzt nicht nur immer das gleiche Kundgebung ist, sondern immer wieder auch versuchen, andere Kreise, Jugendliche irgendwie noch zu gewinnen. Ja, und auch in wütenden oder in ruhigen Liedern, in Rap-Liedern, dass es immer wieder an uns erinnert wird. Es gibt jetzt 4, 5 Lieder über Hanau. Ja, wir machen alles, was... und natürlich haben wir die 2 Friedhöfe zu Gedenkorten gemacht. Wir haben mehrere Gedenktafeln in Stadt. Aber wir haben auch gesagt, eine unserer Forderungen ist Erinnerung. Wir brauchen auch eine zentrale Mahnmal. Und das haben wir geschafft, dass wir das auch jetzt bekommen. Es hat leider nicht zum 2. Jahrestag geklappt, weil wir Familien und Stadt Hanau mit Standort nicht einig waren. Wir wollten auf jeden Fall, dass es auf dem Marktplatz hin muss. Also mitten des Stadts, und jeder, der da vorbeiläuft, das soll ja auch mahnen. Es soll ja auch, das ist ja nichts Schönes. Es soll ja jetzt, ne? Genau, und mahnen und immer wieder daran erinnern, was passiert ist in Hanau. Ja. Weil wir erlebt haben, natürlich haben wir immer wieder gelesen, was passiert ist, all die Jahre, Nevros hat es eben gesagt, die letzten 40 Jahre. Aber wo es uns dann getroffen hat, haben wir gesehen, es gibt nichts. Wir dachten, wir leben in einem Land, in einem Staat, wo wirklich, ich meine, es gibt Sozialhilfe, es gibt Wohnungshilfe, es gibt Hartz IV, ne, es gibt immer wieder so Hilfen, also Geld hat das Land. Aber wieso waren wir alleine, auf uns ganz alleine gestellt? Weder jemand ist gekommen, wie wir uns fühlen, ob wir Betreuung brauchen, psychologisch.
Ne? Ich will jetzt nicht viel über Geld reden, aber wir haben meinen Bruder zum Beispiel nach Türkei überführt, in Heimatstadt beigesetzt. Wir sind mit 37 Leuten geflogen, weil jeder wollte, also nur um klarzumachen, nur diesen Flug hinzugehen, meine Bruder beisetzen und zurückfliegen, 37 Leuten hat nur 14.500 Euro Ticket gekostet. Also sowas passiert, zack, 2 Tage, 3 Tage später hast du auf einmal so Kosten, was deine ganze Ersparnisse, was du vielleicht oder so hattest, auf einmal weg ist. Weil das jetzt auf einmal sowas dir passiert ist. Und dann kämpfst du und bekommst irgendwie keine Gerechtigkeit. Es ist jetzt nicht falsch verstehen. Zum Beispiel, wir haben ja auch gesehen, nach Hanau, ein halbes Jahr später, gab ja diese Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen. Dafür gab es sofort 300 Millionen Soforthilfe. Natürlich ist eine ganz andere Sache. Aber warum mussten wir, auch wenn es nur 1.000 Euro ist, wieso gibt es diese nicht? Wieso gibt es keine einzige Stelle? Das haben wir am eigenen Leib gespürt, leider. Und natürlich kämpfen wir hoffen zwar nicht, dass wieder sowas passiert, aber wieso müssen wir kämpfen? Weil nach Mölln, nach Solingen nichts passiert ist. Und wir wollen nicht, dass die nächsten Opfer, was hoffentlich niemals passiert, dass die nicht das durchmachen müssen, was wir jetzt durchmachen. Dass die wenigstens nicht diesen schmerzvollen Kampf führen, was wir führen. Darum geht es eben nämlich auch, um zu zeigen, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist euch passiert und es darf eigentlich nie wieder passieren, aber es ist trotzdem so präsent. Und du hast jetzt gerade beschrieben, ja, das ist auch, es reißt plötzlich etwas auf, ja, wo man im Endeffekt mit so vielen Dingen konfrontiert ist. Ich kann es mir nicht vorstellen, ich kenne diese Situation nicht, aber es reißt Löcher in Familien und es reißt Löcher in das, was man sich vorgestellt hat, was man im Leben machen will. Und da kommt zum Beispiel ja auch genau dieser Punkt, wer sitzt dann bei einem und wer betreut einen, wer hilft einem. Und was, glaube ich, was schwer nachzuvollziehen ist, dass es da keine Hilfe gab. Bis heute, oder? Und ich habe ja, tut mir leid, wenn ich Sie störe, ich habe ja auch 38 Tage später auch meinen Vater verloren. Er hat es nicht verkraftet, diesen Schmerz. Und meine Mutter hätte ich auch fast verloren. Wir mussten meine Mutter aus dieser Wohnung rausbringen. 10 Monate lang haben wir überall versucht, auch über Stadt, eine Wohnung zu finden, um das Leben meiner Mutter zu retten. Nichts gefunden. 10 Monate. Bin jetzt wieder bei einem Beispiel, tut mir leid, aber jetzt wegen dieser Flüchtlinge von Ukraine, was auch richtig ist in meinen Augen und wichtig, wird in 6 hessischen Städten je für 1.000 Personen Unterkunft gebaut. Also für 6.000 Menschen wird Unterkunft gebaut. Fast fertig. Wieso muss ich für 1-2 Zimmerwohnung, was Psychologe in seinem Gutachten sagt, diese Frau wird es nicht hier überleben. Sie hat 10 Monate auf dem Couch gelegen. Kein einziges Mal in ihrem Ehebett. Du verlierst Sohn und dann deine 55-jährige Lebenspartner. Und wenn sie auf den Balkon ging, sah sie direkt ins Arena-Bar rein, wo ihr Sohn da erschossen wurde. Direkt. Genau, und das war für sie. Und sie hatte, da gab unmittelbar danach diese Pandemie, Corona, und sie hat COPD, Lungenkrankheit. Ja, was machst du? Wir haben gekämpft, nichts gefunden. Und später dann über unsere Initiative, über Social Media, die Leute haben aus Frankreich, Lyon, haben uns angeschrieben, wir sollen doch bitte mit meiner Mutter da hinkommen. Die haben eine Wohnung für uns aus Stuttgart. Was hat geholfen in Aber genau in diesen Stadt Hanau Momenten? hat nichts. Was hat geholfen?
Was war die größte erste Stütze? Wo hattet ihr das Gefühl, okay, jetzt ist vielleicht jemand da, ich komme ein bisschen zur Ruhe. Was hat geholfen? Ich glaube, das war tatsächlich die Vernetzung. Das war so für mich auch der erste Berührungspunkt, dass ich beispielsweise über den Mölln-Brandt-Anschlag Bescheid wusste. Davor habe ich nichts davon gehört. Und das war es einfach, als wir nach Berlin gefahren sind und zum Resilienzfestival eingeladen wurden von den Angehörigen des Halle-Anschlags, so einfach da das Gefühl zu haben, es gibt Leute, die Ähnliches vielleicht durchmachen und die aber dann auch die für einen da sind und dass es immer auch ein Geben und Nehmen ist und dass man das auch irgendwie zurückgeben kann und einfach dieses Gefühl zu bekommen, okay, es gibt Leute in diesem Land, die da sind für uns und dass man nicht allein ist. Das ist etwas, was mir persönlich sehr, sehr viel Kraft gegeben hat. Wie ist das mit der Initiative 19. Februar damals gewesen? Die ist direkt entstanden. Kannst du ganz kurz sagen, wann die wie entstanden ist? Nevros? Ja, wir sind am 20. Februar zusammengekommen mit, meine ich, Menschen aus Hanau und Freundinnen und Freunde aus Hamburg, aus Berlin, mit denen wir schon seit vielen Jahren antirassistische Arbeit machen, auf Bundesebene und aber auch lokal. Am 20. Februar waren wir zusammen und haben versucht zu agieren. Also in dieser Situation, in so einer Stadt, irgendwie ging es eigentlich nur noch darum zu funktionieren. Agieren, funktionieren, gucken, wo können wir unterstützen und was ist passiert. Was ist hier los? Was ist hier passiert? Und es war für uns sehr wichtig, dass, darum haben wir das auch 2 Tage später gemacht, die erste Mahnwache, die wir dann organisiert haben, wo Freundinnen und Freunde von den Opfern teilgenommen haben, einige Angehörige an den beiden Tatorten, weil in 2 Tagen die Namen nirgendwo zu sehen waren, war es uns wichtig, eigentlich nach 2 Tagen als erstes die Namen zu sagen und zu sagen, say their names. Es muss diesmal darum gehen, es muss sich was verändern und es muss in allererster Linie um die Betroffenen gehen, um die Opfer gehen und diese Namen müssen sichtbar sein und das müssen wir irgendwie schaffen, dass es anders funktioniert. So, 2 Tage später haben wir die Mahnwachen gemacht und kamen zusammen und so lief das die ganze Zeit eigentlich. Jeden Tag in der Stadt unterwegs treffen und versuchen, Leute zu erreichen und so. Und es war aber auch nicht so, dass wir irgendwie, natürlich kannst du nicht irgendwie auf Angehörige losgehen und sagen so, ey, wir sind da, wir wollen euch unterstützen. So funktioniert das Ganze nicht, sondern es entwickelt sich irgendwie Schritt bei Schritt. Ich meine, Çetin und ich haben uns in der Bäckerei zufällig getroffen und das war 2 Wochen nach dem Anschlag. Wir haben uns zufällig getroffen, haben miteinander gesprochen und haben uns verabredet und haben dann irgendwie lange Gespräche geführt über Anwälte, wie kommen wir an Anwälte ran, wie ist Pressearbeit, kann ich dich bei Pressearbeit unterstützen und so. Und so ist es Schritt für Schritt halt der Kontakt zu den Angehörigen auch entstanden. Und wir haben aber als Unterstützerinnen, als politisch aktive Menschen, ich glaube, weil wir auch die Erfahrung der Selbstorganisierung auch mitbringen, weil wir einfach darin auch viel gemacht haben in den letzten Jahren, weil diese Erfahrung, diese Vernetzung bundesweit auch existiert. Und haben wir einfach 1 Woche danach gesagt, wir brauchen einen Ort. Wir brauchen einen Ort, was zugänglich ist für alle. Ein Ort, was nicht besetzt ist von politischen Themen, von anderen politischen Themen, von anderen Gruppierungen und so, sondern es muss einen Raum geben, der erreichbar ist, niederschwellig ist, offen ist und die ganze Zeit Menschen kommen können. Und ohne Konzept, ohne Geld, ohne irgendwas haben wir diesen Raum irgendwie 1 Monat nach dem Anschlag eröffnet. Und die Tür war offen, es war Lockdown, alles war zu und dieser Raum war offen und alles, was dann reinkam und die Kontakte und unsere Gespräche, wir waren 7 Tage in der Woche da. Also im ersten Jahr, ich kann mich erinnern, die ersten Monate, wir waren von morgens bis Mitternacht in diesem Raum, saßen zusammen, haben geredet und zugehört und Ideen entwickelt und wer braucht wo Unterstützung, was müssen wir machen, Recherche und so hat sich das irgendwie in den ersten Monaten haben sich diese 4 zentralen Forderungen entwickelt. Das war alles ein Prozess, in den wir quasi so reingegangen sind, ohne zu wissen, was passiert, wie sich das entwickelt, ob das richtig ist, ob das, was wir machen, überhaupt richtig ist, ob das angenommen wird, ja. Und es hat funktioniert, weil
die Betroffenen, die Angehörige haben einfach eine unglaubliche Willen gezeigt und Entschlossenheit, das nicht hinzunehmen. Nicht zu warten, nicht hinzunehmen, dass es unter den Teppich gekehrt wird. Da zu sein, zu reden, sich zu organisieren, in die Öffentlichkeit zu gehen, die ganze Zeit in den Medien zu sein, die ganze Zeit präsent zu sein. Es ist wie 24/7, also so ein Job, was Vollzeit ist. Immer da sein, immer erreichbar sein, immer sichtbar sein. Die ganze Zeit dafür sorgen zu müssen, dass das, was passiert ist, sichtbar bleibt. Ja? Und das ist ein langer Prozess und das wird auch nie enden. Wir sind jetzt 24 Monate zusammen und es entwickelt sich auch immer wieder, entwickeln sich neue Sachen. Es entstehen andere Sachen. Aber diese 4 zentralen Forderungen, die wir zusammen herausgearbeitet haben, Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung, Konsequenzen. Entlang dieser 4 zentralen Forderungen läuft eigentlich die gesamte Arbeit der Initiative, was wir vor Ort machen. Für diese 4 Forderungen. Und es ist jede einzelne Forderung, wenn man sich das genauer anschaut, ist eine unglaublich viel Arbeit. Es ist eine große Belastung, es ist eine riesen Herausforderung. Wir sehen, wir haben in dem Video gesehen, was alles passiert ist. Das waren Bilder von einem Jahr, nicht von 2 Jahren. Das war das letzte Jahr quasi. Von dem ersten Jahr haben wir die Bilder nicht reingenommen. Wichtig, dass du das nochmal sagst. Das sind 12 Monate, das sind die Bilder von 12 Monaten gewesen, was wir alles machen mussten. Es ist nicht so, dass alle denken so, ja, super, wir machen jetzt in 2 Wochen nochmal eine neue Demo, wir haben jetzt nochmal einen Pressetermin. So. Nein, es wird gemacht, weil es gemacht werden muss. Weil man die ganze Zeit sichtbar bleiben muss und sich Gehör verschaffen muss für das, worum es geht. Weil all das, was wir seit 24 Monaten in den Raum stellen, die ganzen Fragen, eben nicht beantwortet werden. Und du siehst keine Aufklärungswille in der politischen Ebene. Und darum muss es sichtbar bleiben. Genau, wie ist denn da jetzt, also die offizielle Untersuchung der Bundesstaatsanwaltschaft wurde eingestellt und es gibt diesen Untersuchungsausschuss jetzt. Das ist alleine doch das ist doch wieder eine Situation, wo es wahrscheinlich, also ich stelle es mir vor, unglaublich schwer ist, in diese Sitzungen zu kommen und wieder zu erzählen oder wieder erzählen zu müssen. Von den Abenden, von dem Abend, von der Nacht, von der Zeit danach. Wie guckst du auf den Untersuchungsausschuss? Was erwartest du von dem Untersuchungsausschuss? Erwartest du irgendwas? Nein, also wir haben das ja auch immer wieder gesagt, wir erhoffen uns keine Wunder. Und wieso sollen die jetzt mit diesem Untersuchungsausschuss was ganz Neues machen? Wieso soll das jetzt diesmal eine Premiere sein? Es wird wieder so gemacht, dass am Ende nichts rauskommt. Aber wir werden ja immer wieder diese Fragen stellen und wir wissen, die können den richtigen Antworten nicht geben. Die wissen das, wir wissen das, aber wenn die das beantworten, dann müssen die ja auch Konsequenzen tragen. Und deswegen versuchen die alles Mögliche, um alles schön zu reden und bestimmte Punkte aus diesen Sachen raus und das zu positiven. Ne? Zum Beispiel, wenn ich in der Untersuchungsausschuss gesagt habe, wieso tut der Polizeibeamte 3 Wochen nach dem Anschlag mich anrufen und sagen, der Vater des Täters ist jetzt wieder zurück zu Hause. Ich soll ja keine Dummheiten machen oder Racheakt, nicht zu diesen Gedanken kommen, meine Brüder rächen wollen und den Mann ja in Ruhe lassen. Das muss man einfach, das ist, glaube ich, so ein Moment, wo viele darauf reagieren. Also mir geht es so und vielen anderen, glaube ich, auch. Das muss man sich vorstellen. Du wirst angerufen und du wirst quasi gewarnt davor, mach nichts Unüberlegtes. Und die Frage, wie kommt eine Polizei, wie kommt ein Staat darauf, überhaupt auf den Gedanken, du könntest das tun? Ich glaube, es ist wichtig, dass der Chatin erzählt, was im Untersuchungsausschuss passiert ist, weil es war nicht das Ende. Also genau, auf jeden Fall auf diese Frage, wie das sein kann, hat der CDU-Politiker, war das zum Beispiel, hat gesagt, ja, vielleicht ist es routinemäßig, dass man das machen muss, aber für uns ist wichtig, wie hat er sich am Telefon angehört? War er nett, freundlich
oder war er als Beamter aggressiv? Und ich habe gesagt, er war nett. Er war freundlich natürlich. Und das hat für ihn gereicht, um das zum Guten, der hat gute Arbeit gemacht, er war nett. Er hat dich nicht irgendwie aggressiv, Angst gemacht, eingeschüchtert und so, sondern ganz nett seine Arbeit gemacht. Okay, dann habe ich gesagt, wenn das seine Arbeit ist, wieso hat man mich dann wiederum nicht angerufen? Weil der Vater hat ja zwischen April und November hat er über 25 Anzeigen gestellt und in mehreren hat er auch von uns das Tod verlangt. Er wollte ja uns auch töten. Er hat ja die Waffen seines Sohnes samt Munitionen zurückverlangt von Generalbundesanwalt. Und das war April oder Mai. Und wir erfahren das Dezember bei Spiegel Online und bei dieser Ermittlungsakte, was der Vater vor halbem Jahr verlangt hat. Und dann frage ich, warum hat dann der Beamte mich auch Mai, Juni nicht angerufen, ob ich Schutz brauche? Ich meine, bei ihm sagt er ja, keine Dummheiten, keine Scheiße machen. Aber der Vater darf alles schreiben und wünschen, aber er sieht keine Gefahr, um mich zu informieren. Was wäre, wenn er Mai, April bekommen hätte, die Waffen? Vielleicht wäre ich tot. Und ich kriege das bei Spiegel Online wie jeder andere bei Medien mit. Was der Vater, also er war sportlich, sage ich. Wie erlebst du das, Ali? Also wenn es jetzt beispielsweise um die Gefährdenansprache geht, ist, glaube ich, eine Sache, die man auch erwähnen sollte, ist, dass einige Familien noch unmittelbar in der Nähe des Täters wohnen. Also Serpil beispielsweise ist direkt der Nachbar vom Vater des Täters. So, und das zeigt uns ja einfach nur, was für Probleme wir in diesem Land haben, dass dieses Land eigentlich oder die Sicherheitsbehörden nicht mal wissen, wer in diesem Land vor wem geschützt werden muss. Dass du nach so einer Tat zu Angehörigen gehst und sagst, eine Gefährdenansprache machst und sagst, ja, ihr habt Rachegedanken und der Vater des Täters kriegt Polizeischutz und wird durch die Stadt kutschiert und durch die Stadt begleitet bei jeder Kleinigkeit. So, das zeigt uns einfach nur wirklich, an welchem Punkt wir sind und dass wir immer noch nicht erkannt haben, wer hier wirklich das Problem ist und wer die Leute sind, die die Unterstützung bekommen sollten und auch brauchen. Also es ist nach wie vor die mangelnde Unterstützung, es ist aber eben auch die nicht vorhandene Aufklärung. Also ihr seid euch einig, der Untersuchungsausschuss wird nicht das bringen an Aufklärung, was ihr euch wünscht. Naja, ich glaube, wir werden das, was wir seit 25 Monaten machen, nicht aufgeben. Diejenigen, die versagt haben, Fehler gemacht haben oder nicht hingeguckt haben, ignoriert haben, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden. Ich meine, all das, was gerade bekannt ist, was Notruf angeht, was Waffenschein angeht, was die 13 rechte SEKler, die in der Tatnacht vor Ort waren, angeht, was der Umgang mit Angehörigen, Gefährderansprachen, Notruf, Notausgang, Obduktionen, rechtswidrige Obduktionen, all das, was wir wissen, dafür muss Verantwortung übernommen werden, und zwar vom Staat, von Sicherheitsbehörden. Und es geht nicht zu sagen, so, ja, alle haben ihre Arbeit richtig gemacht. Nein, wir wissen, was da gelaufen ist und dafür muss jetzt das ist der Pflicht vom Untersuchungsausschuss. Es ist keine Bitte. Die Behörden haben ihre Aufgaben nicht gemacht. Es wurde nicht aufgeklärt. Generalbundesanwaltschaft hat die Akte zugemacht, weil man muss auch dazu sagen, Generalbundesanwaltschaft ist quasi nur dafür zuständig, in Anführungsstrichen, zu schauen, gibt es Mittäter, Mitwisser. Und nicht, welche Behörden haben Fehler gemacht. Das ist nicht die Aufgabe des Generalbundesanwalts. Das ist die Aufgabe der hessischen Sicherheitsbehörden, der Polizei, der Staatsanwaltschaft in Hessen und des Innenministeriums. Darum richten sich eigentlich all unsere Fragen, die im Untersuchungsausschuss behandelt werden jetzt, an die hessischen Behörden, nicht an den Generalbundesanwalt. Ja? Und alle Verfahren, alle Anzeigen, die gestellt wurden gegen die Polizei, wegen Notruf, wegen Notausgang und so weiter, alles wird eingestellt, nach und nach immer wieder eingestellt. Und der Untersuchungsausschuss ist für uns wie ein Instrument.
ein weiteres Instrument, genauso wie die Öffentlichkeit, genauso wie die Demos, die wir machen, wie die Kampagnen, die wir machen, ist der Untersuchungsausschuss ein weiteres Instrument, um ein Stück näher an die Wahrheit und an die Gerechtigkeit zu kommen. Und man muss auch dazu sagen, dass der Untersuchungsausschuss keine Selbstverständlichkeit war. Die Angehörigen haben so viele Gespräche und Lobbyarbeit gemacht und immer wieder mit Politikern stundenlang Gespräche geführt. Das und das und das und das ist schiefgelaufen. Es war sehr viel Arbeit. Und die SPD, die Bundesinnenministerin, Frau Faeser, kommt ja aus Hessen. Sie hat quasi mit Linke und FDP den Eintrag eingestellt, nachdem sie überzeugt wurden, dass es dringend notwendig ist, dass ein Ausschuss im Landtag gibt, haben sie das durchgesetzt. Ja? Und jetzt geht es darum, natürlich durch die Öffentlichkeit den Ausschuss auch dazu bringen, die richtigen Fragen zu stellen. Çetin hat es ja gesagt. Wir sehen jetzt nach 6 Terminen im Ausschuss, als erstes haben die Angehörigen ausgesagt, was auch keine Selbstverständlichkeit war. Dafür haben wir sehr viel Druck machen müssen, dass erst die Betroffenen zu Wort kommen und dann die Sachverständigen. Das war euer Wunsch, diese Reihenfolge. Genau. Und wir sehen aber jetzt nach 6 Terminen, welche Politiker, welche Parteien wie handeln und welche Interessen haben. Wir sehen, dass CDU, Grüne, die Landesregierung, die Koalition, immer wieder versuchen zu relativieren, es in falsche Richtung zu lenken. Immer wieder dieser Versuch, das Ganze zu relativieren. Und wir wissen einfach auch aus Erfahrung von anderen Untersuchungsausschüssen bei NSU und alles, was passiert ist, dass ohne Druck, ohne dass man nicht genau hinschaut, funktioniert das nicht. Nur der öffentliche Druck und dranbleiben und auch in die Ausschüsse gehen, das ist uns total wichtig. Die Ausschüsse sind öffentlich. Man kann da reingehen, zuhören und genau hinschauen, was die machen, was die fragen. Und das in die Öffentlichkeit wiederum zu fragen. Weil wenn die Politiker das Gefühl haben, sie werden beobachtet oder sie sehen, dass sie beobachtet werden, dann überlegen sie zweimal, welche Fragen sie stellen und wie sie mit der Sache umgehen, mit den Tatsachen umgehen. Ja? Und darum finde ich, manchmal habe ich das Gefühl, ich mache nur kurz, wenn wir über Hanau sprechen, es geht um den Anschlag, um die Namen, um Erinnerung. Manchmal habe ich das Gefühl, so nach 2 Jahren, es wird vergessen, dass da noch eigentlich alles unaufgeklärt ist. Diese ganzen Fragen spielen für uns die zentrale Rolle. Es muss aufgeklärt werden, es muss Verantwortung übernommen werden, damit endlich Konsequenzen gezogen werden, weil wenn es nicht aufgeklärt wird, wenn all diese Fragen so stehen bleiben, weil alle ihre Jobs gemacht haben und alles ist gut gelaufen, was dann? Also aufklären, Verantwortung übernehmen, Konsequenzen ziehen. Bis dieses Jahr insgesamt sollen 25 Sitzungen, glaube ich, von diesem Untersuchungsausschuss stattfinden. Das läuft bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr. Und dann wird es irgendwann einen Bericht geben. Man weiß noch nicht genau, was drinstehen wird, aber die Wahrscheinlichkeit, dass irgendetwas final aufgeklärt wurde, so weit gebracht wurde, dass dann Verantwortung übernommen werden kann, die ist nicht groß. Die Wahrscheinlichkeit, dass da was aufgeklärt wird oder Verantwortung übernommen wird oder bestimmte Leute wie der Innenminister zur Verantwortung gezogen werden, hängt von der Gesellschaft und der Politik ab. Wenn wir diesen Druck nicht machen, und das ist leider so, das sehen wir in allen Behörden, wenn dieser Druck nicht weiter existiert und darin müssen auch Stadien und alle Bereiche in dieser Gesellschaft diese Verantwortung übernehmen, zu sagen, auf diese Aufklärung beharren. Wir geben nicht auf, wir sagen nicht nur die Namen, sondern wir beharren darauf, dass das Hanau aufgeklärt wird. Ja? Und ohne das kann man sich schon vorstellen, was dann im Bericht stehen wird, wenn das in Vergessenheit gerät. Ja. Ja, ist denn die Berichterstattung über den Untersuchungsausschuss, da könnte doch auch noch viel mehr stattfinden. Also es wird relativ wenig in der Öffentlichkeit, die Presse schreibt nicht genug, würde ich mal sagen. Also das würde ja alles auch dazu beitragen, dass man einen öffentlichen Diskurs, eine öffentliche Auseinandersetzung darüber führt, um diesen Druck erzeugen zu können. Wie reagiert denn die Presse darauf? Melden die sich bei euch, melden die sich nicht bei euch? Merkt ihr noch ein Medieninteresse, ja oder nein, wenn es nicht um den Jahrestag geht? Ich würde sagen, also zum Untersuchungsausschuss kann ich sagen, dass die ersten 4 Termine ziemlich schon präsent waren, weil in den ersten 4 Terminen haben Angehörige, Überlebende gesprochen. Das hat die Presse gezogen, also da war viel
Öffentlichkeit vor Ort. Und danach hat es sehr abgenommen. Also wir sehen jetzt irgendwie, wenn Termine stattfinden, es kommen Sachverständige, die eingeladen werden. Es ist nur vereinzelt. Es sind die ganze Zeit schon dran sind. Ne? Irgendwie der Frankfurter Rundschau berichtet bei jedem Ausschusstermin. Aber ansonsten ist die öffentliche Interesse nicht so groß, muss man sagen, weil die Presse, also so habe ich das Gefühl, alle großen Medien haben alles, was wir schon skandalisiert haben, schon gebracht. Und die schauen jetzt weniger hin. Wo es eigentlich genau jetzt der Moment ist, wo eingeladen wird. Es werden Polizisten eingeladen, es kann der Innenminister eingeladen werden, der aussagen muss, ja. Alle, die in dieser Nacht damit was zu tun hatten. Genau da muss man doch hinschauen. Was sagen Sie? Warum haben Sie sich so verhalten? Warum haben Sie so gehandelt? Warum sind Sie 5 Stunden später in das Täterhaus reingerannt? Was sind diese 13 rechtsextreme SEK-Beamte, die in der Tatnacht vor Ort waren? Diese Fragen werden da drin behandelt. Und da erwarte ich die Öffentlichkeit. Aber es hat abgenommen. Die Frage nach dem, du hattest vorhin, Çetin, gesagt, es gibt diese Idee, beziehungsweise es soll ein Mahnmal geben. Wie ist da der aktuelle Stand? Ich weiß es nämlich wirklich nicht. Also du hast gesagt, es soll ein Mahnmal geben und es ist schon eins im Entwurf. Wer macht dieses? Wer ist dafür verantwortlich für dieses Mahnmal? Stadt Hanau hat einen Wettbewerb gemacht und es waren über 1000 Modelle, auch Türkei, Japan, also eine internationale Brasilien, Ausschreibung genau, dafür. haben Modelle geschickt und es war mehrere Lauf, bis wir dann uns am Ende Stadt und Familien für ein Modell dann entschieden haben, den Gewinner gewählt haben. Und dann waren 3 Standorte, die von Stadt zur Verfügung gestellt wurden. Und wir haben gesagt, wir wollen das auf dem Marktplatz. Und da sind wir jetzt, weil es gibt nächste Woche, glaube ich, diese Stadtverordnetenversammlung über Bürgerinitiative, was Stadt Hanau generell denkt. Und wir hoffen, dass die dann auch, die meisten dann für Marktplatz sagen, okay, wir können damit leben. Aber wenn der Druck dann von außen wieder groß ist und sagen, nee, das gehört eher Friedhof oder Freiheitsplatz oder irgendwo, wo jetzt, da muss man halt nochmal gucken, wie das ist. Und das wird nächste Woche stattfinden? Am 28. Am 28. Also für Forderung, Erinnerung haben wir geschafft, dass es eine zentrale Mahnmal gibt. Für Forderung Gerechtigkeit haben wir, wie wir gesehen haben, seit 24 Monaten gekämpft, dass es jetzt einen Opferhilfsfonds gibt. Für Aufklärung haben wir wirklich gekämpft, dass es jetzt einen Untersuchungsausschuss gibt. Aber wir bewegen zwar was, aber am Ende sehen, es wird immer wieder irgendwie so gemacht, dass am Ende wieder nichts rauskommt. Ich meine, wir haben gesagt, wir waren in Hanau bei CDU. Der Vater des Willi Viorel hat gefragt, wieso hat man 4-mal das Notruf meines Sohnes nicht entgegengenommen? Und er antwortet, statt vielleicht technisch, sagt er, wieso fährt er auch hinterher? Ich meine, wenn du als Politiker uns einlädst, um uns zu helfen, wieso sagst du solche Wörter, um uns noch eine auf den Deckel zu geben? Oder unser Ministerpräsident Volker Bouffier von Hessen. Wir haben gesagt, was er zu diesen 13 SEKler sagt, diese 13 SEK-Beamten, die am Täterhaus waren. Und später dann, wo wir wussten, dass es 13 rechtsextreme SEKler waren, wieso die auch 5 Stunden gebraucht haben, ins Täterhaus reinzugehen. Wollten die nicht wahrhaben, dass Rassismus Tatmotiv war? Oder wollten die damit den Täter eine Fluchtmöglichkeit ermöglichen, indem die sich Zeit lassen? Und auf die Frage, wie das sein kann, dass in seiner Institution 13 SEKler Rechtsextreme
Chats beteiligt sind, sagt unsere hessische Ministerpräsident, nur weil die rechtsextrem sind, heißt noch lange nicht, dass die ihren Job nicht richtig machen. Das sagt unsere Ministerpräsidentin. War das ein O-Ton von Herrn Volker Bouffier? Wir mussten uns mit Herrn Armin Kurtovic ansehen, ob wir das richtig gehört haben. Das ist das Gleiche, Siri, wenn ich eine Kinderpädophile, Kindervergewaltiger im Kindergarten arbeiten lasse und sage, er hat sogar Spaß an seiner Arbeit. Also sowas darf Politiker den Opferangehörigen niemals sagen. Das ist Provokation. Das ist das, was von der Politik kommt. Das ist aber wieder einmal ein Punkt mehr, wo man sagen muss, nach 25 Monaten, ihr seid in den Büros der CDU, ihr seid im Büro vom Ministerpräsidenten, ihr seid im Untersuchungsausschuss und ihr bekommt trotzdem immer noch signalisiert, also es wird abgeblockt. Jetzt kommt aber zum Beispiel dieses Mahnmal und damit habt ihr das Gefühl, also ist damit denn tatsächlich aber ein Punkt erreicht, wo ihr sagen würdet, das macht tatsächlich auch innerhalb der Stadt etwas mit der Stadt, oder ist es euer Mahnmal und die Stadt drumherum interessiert sich eigentlich gar nicht? Wie reagiert die Stadt denn? Wie reagieren die HanauerInnen um euch herum? Also wir wollen ja bewusst, dass es abschreckt, wenn man das ansieht. Man soll Gänsehaut bekommen, man soll Angst bekommen, man soll sich das ansehen und dann auch diese Geschichte lesen, was es ist. Ich meine jetzt eine ganz Fremde, der jetzt erstmal in Hanau ist. Die Hanauer wissen das. Und wenn es dir nicht passt, dann schaust du einfach weg, läufst du 10 Meter und dann kannst du wieder nach links gucken. Dann ist er hinter dir. Aber jemand, der erstmals in Hanau ist, soll sich schon abschrecken. Das ist unser Ziel. Das soll ja mahnen. Und das ist nicht so ein Denkmal von einem Star, sondern es ist eine Mahnmal, es soll Angst machen. Könnt ihr schon sagen, wie es aussieht, oder ist es noch nicht so, darf man das noch nicht erzählen? Also der ist 6,20 Meter hoch. Es gibt 2 Modelle, die noch, ja, die waren aber auch in der Öffentlichkeit. Ja, aber der Herr Kaminski hat gesagt, den zweiten tun die nur so als Prozedur reinmachen. Und der wird jetzt nur so. Ne? Aber es ist so ein Halbkreis, wo dann so Dings hochgeht, mit Namen und so und Bilder und so. Und mit so Fächer, wo man auch Sachen abstellen kann. Das ist sehr schön. Haben wir uns alle dann am Ende an dem Modell entschieden. Ich glaube, zur Erinnerung kann man auch sagen, also dass wir auch relativ schnell die Tatorte, die sich zu Gedenkorten entwickelt haben, weil da unglaublich viele Menschen schon in den ersten Tagen, Wochen waren. Ja? Also diese Tatorte waren Tausende von Kerzen und Blumen, weil ständig Menschen gekommen sind. So. Und wir haben uns von Anfang an darum gekümmert, dass diese Orte gepflegt werden, dass diese Orte, dass man immer wieder dahin gehen kann und dass sich Menschen darum kümmern einfach. Ne? Und diese Orte haben wir zu Gedenkorten entwickelt. Wir haben gemeinsam was aufgebaut, Fotos dahin geklebt, gemeinsam ausgesucht, welche Fotos sollen in der Öffentlichkeit sein. Ja? Wie soll das aussehen? Am Heumarkt, der erste Tatort, und in Kesselstadt das Gleiche. Die Stadt Hanau hat nach 6 Monaten Gedenktafeln angebracht. Für Willi Viorel Paun sind in Kesselstadt ein Kreuz und auch eine Tafel, wo drauf steht, dass er mehrmals die Polizei angerufen hat und nicht durchgekommen ist. Ja? Auf dem Friedhof ist eine Riesentafel mit den Geschichten der Ermordeten. Ja? Da hat sich schon viel bewegt, weil das die ganze Zeit sichtbar war. Oder beziehungsweise weil Angehörige und Freundinnen und Freunde dafür gesorgt haben, dass es die ganze Zeit sichtbar bleibt in der Stadtbild. Es gehört dahin, es muss sichtbar sein. Ja? Und diese Orte besuchen wir an jedem 19. An jedem 19. seit 25 Monaten, jetzt am Samstag wieder, gehen wir an diese Orte, legen Blumen hin, sind gemeinsam dort. Manchmal sagen wir was, manchmal schweigen wir einfach nur und sind gemeinsam vor Ort. Ja? Und jetzt am Samstag zum Beispiel fahren wir nach Bielefeld, weil in Bielefeld antifaschistische Gruppen auch seit ungefähr 2 Jahren am 19. immer gedenken für Hanau.
haben selbst einen Gedenkort geschaffen und wo sie für Hanau Gedenken organisieren. Und dann ist die Stadt zugegangen auf die Gruppe und hat gesagt, lasst uns doch daraus einen festen Gedenkort für Hanau machen. Und es ist gemeinsam in Absprache mit Angehörigen auch, wie kann das aussehen, was soll da draufstehen, entsteht jetzt in Bielefeld eine Gedenktafel für die Ermordeten in Hanau. Und da fahren wir am Samstag hin. Das heißt, ein Teil von uns ist in Hanau an den Gedenkorten, ein Teil von uns fährt nach Bielefeld, um daran teilzunehmen. Und ich glaube, was für uns im Erinnerungsarbeit unglaublich wichtig ist, dass es lebendig bleibt. Erinnerung gehört nicht, es ist kein Stein, wo du hinlegst und dann gehst du da vorbei oder du gehst da nicht vorbei. Nein, diese Sachen sind wichtig, es ist symbolisch wichtig, aber es ist viel mehr diese Mahnung und dieses Erinnern lebendig zu halten, ja, diese Auseinandersetzung immer wieder damit. Darum sagen wir auch, erinnern heißt verändern. Wir müssen ja irgendwas verändern, damit das nicht nochmal passiert. So. Und darum gehört Erinnerung in unseren Alltag auch rein. So. Was dabei auch wirklich wichtig ist zu sehen, ist, dass in Bezug auf Erinnerungskultur in Deutschland, also auch da ist es ja so, dass ihr eine Form von, du hast gerade gesagt, irgendwie Erinnern ist Verändern und euer Erinnern ist an etwas, was wirklich nicht lange zurückliegt. Ein Schmerz, der noch so präsent ist, weil es alles noch nicht lange her ist. Aber trotzdem kämpft ihr schon für diese Orte, die in Zukunft daran erinnern, was passiert ist. Und für die Erinnerungskultur in Deutschland ist es ja so, auch da fehlt es an ganz vielen Orten, in ganz vielen Städten. Also wir haben Erinnerungskultur in Deutschland wird in der Regel in Bezug auf NS-Zeit gedacht. Seit relativ kurzer Zeit kommt das Erinnern an die Kolonialzeit dazu. Und viel zu wenig im öffentlichen Bewusstsein ist die Frage nach Erinnerungsorten für Opfer rechter oder neofaschistischer Gewalt nach 1945 beziehungsweise auch nochmal nach 1990. Also sprich alles, was wir an rassistischen Morden in Deutschland hatten, überall müssen bis heute die Angehörigen kämpfen dafür, dass überhaupt die Erinnerung an die Opfer sichtbar bleibt. Und das ist das, was ihr tut. Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, was ihr in Hanau macht, ist tatsächlich Orte zu schaffen, die aufsuchbar sind, die sichtbar bleiben. Und mit diesem Mahnmal jetzt ein Ort, der auch in Zukunft bleiben soll. Was natürlich auch nochmal, und was wichtig ist, dass du sagst, dass es in Bielefeld einen Ort gibt, diese Solidarität von außen. Am 19. Februar jetzt dieses Jahr waren viele Kundgebungen, landesweit und in Hanau selbst war aber auch wieder ein Moment, der total schwer war. Also weil ihr da auf dem Friedhof selbst hattet ihr eine Form von Erinnern auch wieder wo ihr eine starke Kritik hattet daran, wie die Politik damit umgegangen ist. Kannst du das noch einmal ganz kurz einsortieren, weil du hattest dich da auch so stark zu geäußert. Also ich als Kindheitsfreund hatte nicht die Möglichkeit, genau zu dieser Uhrzeit auf den Friedhof gehen zu können und an dem Tag gedenken zu können. Und es war wichtiger, dass man dann natürlich 2 Tage vorher dafür gesorgt hat, dass es da picobello aussieht, weil jetzt kommt die Elite nach Hanau und es wurde alles schön neu gestrichen, schöne neue Erde gelegt, alles schön gemacht. Und das sind halt Dinge, die ich einfach nicht verstehen kann. Und das zeigt mir einfach, wenn es dann wieder um die betroffene Perspektive geht, wie man das in bestimmten Punkten einfach ernst nimmt oder nicht ernst nimmt. Und es zeigt mir auch einfach, dass man immer die Corona-Pandemie dann auch sehr gerne mal als Ausrede benutzt. Wenn ich alleine gucke, wer alles da war. Für mich wäre es einfach wichtig gewesen, dass man den Leuten, die an diesem Tag wirklich trauern und auch gedenken wollen, ihnen genau diesen Raum gibt und auch genau die Möglichkeit. Und ich fand es sehr traurig, dass wir sehr viele Freunde von den Angehörigen, von den Opfern, dass wir dann draußen warten mussten, bis die Leute weg sind. Und dass wir dann da hingehen konnten, um trauern zu können. Und dann von dort aus direkt auf die Demo zu gehen und dann einfach diesen Überlauf zu haben und gar nicht die Zeit zu haben, einfach diesen Tag wirklich als Gedenktag zu nutzen, weil du halt einfach mit ganz anderen Dingen beschäftigt bist. Du bist damit beschäftigt, dafür zu sorgen, dass eine Demo stattfindet. Du organisierst eine Demo mit, du weißt, es kommen Leute zu Besuch, mit denen du über die 2 Jahre hinweg gearbeitet hast, wo eine Vernetzung stattfindet, die das erste Mal kommen. Und das ist also
wenn es um das Gedenken geht, ist es das, was mich sehr, sehr gestört hat, weil ich einfach diesen Raum einfach nicht bekommen habe. Und das hat mich dann auch zurückerinnert tatsächlich an den Tag, an dem Said Nessa, Ferhat und Hamza begraben wurden in Hanau. Da habe ich auch als Kindheitsfreund nicht die Möglichkeit gehabt, ganz vorne am Grab zu stehen. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, die ich immer mitschleppen werde, weil ich einfach das Gefühl habe, ich habe an dem Tag nicht die Möglichkeit bekommen, dann auch meinem Bruder wirklich so die letzte Ehre zu erweisen. Und es ist natürlich schön gewesen, dass sehr viele Leute da waren, es waren viele Journalistinnen da, aber man hat trotzdem diesen Raum für Betroffene nicht wirklich schaffen können. Und das ist etwas, glaube ich, was man dann einige Jahre mitschleppen wird und wo man sich immer daran erinnern wird, dass man diese Möglichkeit einfach nicht bekommen hat. Ihr hattet dazu auch laut Kritik geübt, unter anderem du. Und also Stichwort Konsequenzen, gab es darauf irgendwelche Reaktionen, also eine Konsequenz, die auch aus eurer Kritik gezogen wurde, zu sagen, okay, haben wir eingesehen, verstehen wir? Dann müsste es an mir vorbeigegangen sein. Also ich habe es nicht mitbekommen. Ich weiß, dass viele die Meinung auch vertreten haben und gesagt haben, wir finden das wichtig, was da gerade gesagt wird. Und das muss man sich vor Augen führen und respektieren. Und das waren natürlich dann wieder Initiativen, andere Organisationen, Menschen aus der solidarischen Zivilgesellschaft, die genau diesen Zuspruch gezeigt haben. Aber dass man dann wirklich daraus Konsequenzen gezogen hat und gesagt hat, wir hätten es irgendwie anders machen sollen, das habe ich nicht mitbekommen. So, dann müsste es an mir vorbeigegangen sein. Aber es würde mich wundern, wenn dahingehend was passiert ist. Okay, also die offizielle Stelle hat auch diesen Akt nicht korrigiert. Wenn wir jetzt in Bezug auf, ich hatte eben schon im Kopf diese vielen Kundgebungen, die es gegeben hat, am 19. Februar jetzt, auch letztes Jahr. Wenn man zum Stichwort Solidarität kommt, dann landen wir ja auch wieder im Prinzip bei dieser Frage, die wir vorhin ja schon hatten, wie das Bild tauchte ja auch schon auf. Ein Fußballclub zeigt sich solidarisch und wir sind jetzt hier im FC St. Pauli und haben natürlich die Situation auch, zu sagen, okay, wie der Fußballmoment, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich kriege ihn gar nicht so richtig zusammen. Das mit den T-Shirts, also das war am Halbjahrestag. Kannst du das für mich bitte noch mal kurz nacherzählen, weil ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, was der Moment war. Das Spiel, wo Frankfurt gegen Bayern gespielt hat und die Eintracht-Spieler hatten vorm Spiel diese Warmmachphase, wo die Viertelstunde vorher auf Rasen gehen, sich aufwärmen. Da hatten die Bilder drauf, diesen Trikot. Ja, und im Spiel haben die das natürlich dann ausgezogen und jede Familie hat 3 Exemplare bekommen, wo die getragen haben. Ja, das war für uns eine sehr gute Geste. Und da bin ich wieder bei diesem Punkt, dass es für uns Familien wirklich diese Geste, oder wenn jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, wenn eine St. Pauli-Fußballspieler jetzt ein Tor schießen würde und das Trikot, das Bild von meinem Bruder hochheben würde, wie kann ich das bezahlen? Wie? Wenn ich ihm auch 1 Million Euro gebe, er macht das nicht. Das kommt vom Herzen. Und solche Gesten geben uns Mut, Kraft, machen uns glücklich, bringen uns wieder Lächeln ins Gesicht. Und das ist für uns natürlich auch eine Ehre. Auch jetzt St. Pauli. Gut, Eintracht Frankfurt haben ja gesagt, das ist, irgendwie fühlt er sich ein bisschen, gehört zur Familie, weil der ist unsere Region. Das ist irgendwie zwar nicht muss, selbstverständlich, aber die ist Region, unsere Frankfurt. Aber St. Pauli, ihr seid 600 Kilometer weg. Und trotzdem hat St. Pauli letztes Jahr zum 19. Februar 2021, zum ersten Jahrestag, einen Tag vorher und am 19. seine ganzen Social-Media-Kanäle für uns zur Verfügung gestellt. Wie viele Follower haben die? Facebook, Twitter, Instagram? 250.000. Also durch St. Pauli haben wir am ersten Jahrestag so viele Menschen erreicht, die eigentlich
Weil es gibt auch Menschen, die machen Sport, aber alles, was Politik ist, schauen die gar nicht, hören die gar nicht. Und durch St. Pauli sind wir auch an solche Menschen dran gekommen, die jetzt wenig mit Rassismus sich beschäftigen, aber mit Fußball. Und durch euch kamen wir auch an diese Leute dran. Und das war für uns sehr wichtig. Okay, also und auch das großzügige Spende darf ich nicht vergessen, was ihr letztes Jahr uns gespendet habt zur Initiative. Vielen lieben Dank, das ehrt uns einfach. Ich weiß nicht, das ist einfach Bundesligamannschaft und das ist schön. Das gibt uns Kraft, weiterzukämpfen. Okay, du hattest gerade gesagt, Eintracht Frankfurt gehört zur Familie. Warum? Der Peter. Ich finde es schon wichtig, das nochmal zu benennen, wie Eintracht das organisiert hat. Also als sie diese Aktion Idee hatten, sind sie mehrmals in die Initiative gekommen, haben mit Angehörigen gesprochen. Das heißt, diese Aktion ist nicht einfach so entstanden, sondern auch wie die Trikots gestaltet werden. So, das wurde alles abgesprochen. Die haben sich die Zeit genommen. Peter Fischer war mehrmals im Laden und saß mit den Leuten, hat gequatscht und hat Peter Fischer, Präsident von, also falls es irgendjemanden gibt draußen, der das nicht weiß, Präsident von Eintracht. Uninteressant hier. Der Präsident von Eintracht, und das macht natürlich was aus, als nur ein Foto im Internet zu sehen, dass sich der Präsident von einer Mannschaft und auch die Spieler, die sind ja auch vorbeigekommen, dass sie sich die Zeit nehmen und auch vorbeikommen und zuhören. Und auch mal 2 Stunden einfach gemeinsam, also was teilen, ja. Das macht was aus und das ist mehr als eine Geste, ja. Also dieses Gefühl von, es wird ernst genommen, was erzählt wird und was hier passiert. Und das Gefühl wird vermittelt, wir können auf euch zählen, ja. Und ich finde, also auch bei St. Pauli kann mehr passieren. Also für mich reicht es nicht, dass in Stadien Banner aufgerollt werden und da die Namen stehen. Ja? Wir haben das jetzt zum Jahrestag in mehreren Stadien gesehen, wo es passiert ist. Ja? Ich finde, das braucht mehr. Sag mal, was könnte noch mehr passieren in den Stadien oder von den Vereinen aus? Na, das, was wir hier gerade machen, warum ist es in Stadien nicht selbstverständlich und Kontinuität, diese Arbeit weiterzumachen, Verbindungen zu schaffen, ja? Verbindungen für das, was passiert ist, nicht nur an dem Jahrestag zu gedenken, sondern solche Räume zu schaffen und zu gucken, wie können auch Stadien oder Sportvereine, Initiativen oder Angehörige, Betroffene mehr unterstützen. Social-Media-Kanäle zur Verfügung stellen, ist eine super Aktion, aber macht es doch kontinuierlich. Lasst es nicht bei einem Termin bleiben. Also diese Kontinuität fehlt mir an manchen Stellen, ja, und das ist das, was ich vermisse und das ist das, wo ich mir das auch von mehr Vereinen wünsche, weil Stadion kommt irgendwie ein riesen Publikum hin aus der Gesellschaft. Stadion muss auch diese politische Verantwortung übernehmen, ja, also diese Vermitteln, ja, weil das, was passiert ist, dieser Rassismus geht nicht nur mich an. Ich bin nicht das Problem in dieser Gesellschaft. Das Problem in dieser Gesellschaft ist der Rassismus und der Antisemitismus. Und das ist die Aufgabe der Gesamtgesellschaft und darum auch von Sportvereinen. Und es bedeutet eine kontinuierliche Auseinandersetzung damit. So wie wir hier den Raum geschaffen haben, wie wir Social Media zur Verfügung stellen, wie wir auch immer wieder auf das Geld, was auch kommt, irgendwie angewiesen sind. Wir brauchen diese Unterstützung. Natürlich brauchen wir die Unterstützung in jeder Hinsicht. Weißt du, was es ausmacht, wenn immer wieder Bilder auch gezeigt werden, wenn es nicht nur bei einem Termin bleibt, sondern, so wie Çetin gesagt hat, als diese Bilder von Eintracht kamen oder aus anderen Stadien, wo mal ein Banner gezeigt wird, das löst was aus. Das gibt Kraft, es gibt irgendwie diese Solidarität, die, wenn die sichtbar wird, dann gibt es Kraft irgendwie für uns alle auch weiterzumachen. Und die haben wir nötig, um weiterzumachen. Bist du auch Fußballfan, Ali? Ich bin jetzt Eintracht-Sympathisant, will ich sagen, weil Fan ist für mich eher Çetin. Er nimmt das schon ernst. Ich glaube, es... Ja, aber also er kennt sich schon sehr gut aus. Also er macht sich jetzt ein bisschen klein. Er ist wirklich, was Fußballwissen angeht, sehr, sehr gut. Das muss man erwähnen. Also ich bin Eintracht-Sympathisant und für mich... Mir hat es natürlich was bedeutet, dass ich gesehen habe, dass Peter Fischer nach Hanau kommt, dass Eintracht-Spieler nach Hanau kommen oder das mit den T-Shirts und mit den Gesichtern.
Das macht natürlich was mit einem, das freut auch einen, aber es darf halt nicht nur bei dieser Symbolpolitik bleiben. Das ist, glaube ich, so dieser entscheidende Faktor. Man muss wirklich intern gucken, dass man da beispielsweise Workshops anbietet, wie heute hier, so Nachwuchsspieler, U19, die dann genau diese Aufklärung und Sensibilisierung bekommen, dass es Workshop-Konzepte gibt, die man vermitteln kann, dass aber auch eine Anlaufstelle da ist quasi für diese jungen Menschen, dass ein Raum geschaffen wird, dass sie über dieses Thema überhaupt sprechen können und über ihre Erfahrungen. Es ist, glaube ich, diese Basisarbeit und diese nachhaltige Arbeit, die sehr wichtig ist. Und das habe ich hier auf St. Pauli auf jeden Fall gesehen und es hat mich sehr gefreut. Aber für mich, wie gesagt, ist es halt etwas, was eine Selbstverständlichkeit sein muss. Also ich will mich nicht dafür bedanken, dass das gemacht wird. Und das tut man, weil es einfach an sehr vielen Orten nicht gemacht wird. Und das ist das Problem. Aber für mich muss man auch von diesem Dankbarkeitsgedanken wegkommen. Es muss selbstverständlich sein, dass genau das gemacht wird. So, weil Rassismus hat verschiedene Formen, ist überall präsent und dann muss auch überall eine Aufklärung stattfinden, eine Thematisierung, ein Berührungspunkt muss geschaffen werden, aber dann auch eine Sensibilisierung. Okay, also das geht aber dann auch raus an sämtliche Fußballvereine der Bundesliga. Also die Selbstverständlichkeit geht mit einer Selbstverständlichkeit in die antirassistische Arbeit. Positioniert euch auch in eurer Bildungsarbeit, positioniert euch mit eurem Sportnachwuchs im Kontext antirassistische Bildung. Und das betrifft alle im Zweifelsfall, weil das es immer wieder Vorfälle, also rassistische Vorfälle in Stadien gibt, wissen wir alle. Und gleichzeitig landen wir jetzt wieder an der Stelle, wo es um die Bildungsarbeit geht. Auch um die Fanarbeit. Die Fanclubs sind auch solidarisch mit euch gewesen oder mit Hanau gewesen, mit vielen anderen. St. Pauli hat eine lange Fangeschichte, eine lange antirassistische Fangeschichte. Und gleichzeitig ist es da natürlich auch so, jedes Banner, was im Stadion auftaucht, ich erinnere mich zum Beispiel direkt das erste Heimspiel nach Hanau, dass es da Banner gab, in der Südkurve. Auch das wichtige Zeichen. Ich würde mal kurz gucken, ob es Fragen aus dem Publikum gibt. Und zwar, es ist alles in dieser technisch total übersteuerten Zeit gar nicht so einfach. Ich glaube, es gibt keine Fragen aus dem nee, ich habe ein Nix gekriegt in mein Handy. Keine Fragen aus dem öffentlichen World Wide Web Publikum. Das wundert mich aber im Zweifelsfall auch gar nicht so sehr, weil ich das Gefühl habe, also das, was ihr berichtet, ist auch nochmal so eindringlich und ihr seid so tief in dem drin, was ihr tut, dass ihr auch gleichzeitig wirklich so flächendeckend erzählen könnt. Und das ist, glaube ich, auch, was du vorhin meintest bei dem Workshop heute, ist es wahnsinnig schwer, in kurzer Zeit diese Dichte, das alles zu erklären. Und wenn wir diese vier verschiedenen Forderungen haben, um Erinnerung, Aufklärung, Verantwortung, Gerechtigkeit, Konsequenzen, dann gibt es, glaube ich, im Moment gerade den Zustand zu sagen, wie ihr seid, an jeder Stelle habt ihr so viel erreicht und stellt euch aber dann jetzt ein, darauf einfach immer weiterzumachen, bis es erreicht ist. Fühlt sich das nicht manchmal so an? Wie fühlt sich das an? Ich kann es mir nicht vorstellen. Also durch diesen Kampf kann ich über mich sagen, ich weiß nicht wie andere, kam ich überhaupt gar nicht zum Trauern. Ich habe ja diese Trauerphase über meinen Verlust meines Bruders überhaupt gar nicht realisiert, weil ich nicht zum Trauern dazu gekommen bin. Ja, und wir haben versucht, jetzt mit Hanau nicht mehr diesen Bild zu zeigen, was wir immer gesehen haben, so ein gesenkter Kopf, immer Opfer, sondern wir haben diesmal Stirn gezeigt. Und seit letztem Jahr, was ihr auch für Hanau gemacht habt, St. Pauli, haben wir uns ja auch immer wieder mit St. Pauli befasst. Und St. Pauli hat eigentlich das draußen gemacht, was wir eigentlich machen wollen.
ich rede jetzt gerade über diese Statuen, diese Erinnerungsstatuen. Wieso ist das Größte von Tat- und Täterorientierte? Ihr habt es zwar zugedeckt, aber wir haben mit Hanau gezeigt, dass es mit Hanau nicht mehr wie Vergangenheit alles Tat- und Täterorientiert ist, sondern opferorientiert. Und das haben wir mit Hanau, denke ich mal, geschafft. Und das alles natürlich nur über Medien. Wir haben natürlich alles versucht, kein einziges Mal den Namen des Rassisten zu nennen, auch keine Initialen oder so, sondern einfach nur Rassist und ihm überhaupt keine einzige Bühne geben. Und wo ich das dann draußen gesehen habe und dann gefragt habe, wieso das so ist, und die mir gesagt haben, wieso, und da habe ich gesagt, das ist genau das Richtige, was wir mit Hanau machen wollen, als Opfer von Rassist, von rechter Gewalt. Wir mussten umdenken, wir mussten opferorientiert denken und nicht nur Opfer nochmal zusätzlich zum Opfer machen und nur so Zeugenaussagen oder ein paar Sachen ausquetschen, das alles wieder durchleben lassen und dann zack, wieder wie ein Dreck wegschmeißen. Aber Fokus auf Tat und Täter geben. Und das haben wir versucht mit Hanau zu ändern. Dass alles um Opfer gehen muss. Wolltest du was sagen? Ich weiß nicht, ich so erzähle, aber Wallah, Gideon, ich muss mich mal auch, manchmal vergesse ich alle den Faden. Die Frage ist eben tatsächlich, also so, was mich wirklich nochmal, also was mich wirklich die ganze Zeit als Person berührt, ist quasi einfach die Vorstellung zu haben, du hast jetzt gesagt, das, was ihr geleistet habt an Perspektivwechsel, zu sagen, es geht hier um die Opfer. Und es geht darum, aufzuklären, wie der Tathergang ist. Und es geht darum, Verantwortung zu übernehmen. Und es geht darum, die Stirn zu zeigen. Habt ihr das Gefühl, seht ihr euch, wenn ihr so also du hast vorhin auch das Netzwerk, du hast deine Netzwerke genannt. Es gibt deutschlandweite Netzwerke. Hast du das Gefühl oder habt ihr das Gefühl, genau mit diesem Ansatz, genau mit dieser Möglichkeit zu sagen, nein, wir machen es anders, sich gegenseitig zu stärken, auch deutschlandweit in Bezug auf andere, weil es gibt viele, viele verschiedene Initiativen, es gibt viele verschiedene Menschen, die davon betroffen sind, für die Erinnerung ihrer eigenen Familie kämpfen zu müssen. Wie funktioniert diese Vernetzungsarbeit? Was bedeutet die für euch? Ich glaube, es geht darum, dass uns also für viele andere Angehörige von anderen Anschlägen ist Hanau oder auch für die solidarische Zivilgesellschaft ist Hanau eine Art von Zäsur. Und ich glaube, das hat aber auch viel mit der Vorarbeit von anderen Initiativen und Angehörigen zu tun, die auch irgendwann an ihre Grenzen gestoßen sind und es dann strukturell einfach nicht weiterging. So, das ist, glaube ich, etwas, was einem bewusst werden muss. Und ich bin auch der Meinung, für mich sind nicht nur die Leute in Hanau verpflichtet, an die 9 Opfer in Hanau zu erinnern, sondern jeder Einzelne in diesem Land hat diese Pflicht. Und genauso sehe ich aber auch, dass wir die Pflicht haben, allen Opfern von rechter Gewalt zu gedenken, aber auch eine Vernetzung zu starten und für die Leute da zu sein. Und das ist ja auch, glaube ich, so das, was die Sache auch am Laufen hält, beziehungsweise wo man einfach das Gefühl bekommt, wir sind nicht alleine und wir stehen gemeinsam an erster Front und haben dieselben Forderungen im Kern, wenn es beispielsweise um die Aufklärung geht, wenn es darum geht, nachhaltige Arbeit wie Bildungsarbeit zu machen. Aber ich glaube, man ist jetzt einfach an dem Gedanken, dass man sagt, wir machen das so lange, also es gibt für uns kein Glaube so. Und wie gesagt, wenn ich jetzt sehe, was in 2 Jahren gemacht wurde in Hanau, und für mich war das halt trotzdem der Anfang. So, und wir haben, glaube ich, sehr viel aufgeopfert. Also ich kann mir nicht mal anmaßen zu wissen, wie es für Çetin ist oder wie es für die Familien ist, aber ich sehe das und für mich sind diese Familien einfach eine Inspiration. Und wenn ich sehe, dass Serpil nach dieser Trauer und nach dieser Wut am Grab zu mir sagt, ich könnte jetzt hassen, ich könnte jetzt wütend sein, aber ich will trotzdem nach vorne gucken. Und wenn sie das schafft nach so einem Verlust, dann kann das nur eine Inspiration für mich sein und dass ich sage, wenn du das kannst, dann muss ich das erst recht können. Und den Familien wird sehr viel zugemutet. So, man bekommt das ja immer wieder mit, wenn man in Hanau vor Ort ist, was die Familien alle durchmachen. Wir haben Familien, die jetzt auf die Bühnen gehen, Reden halten, auf Podien sind, die jetzt zu Ermittlern werden. So, wir haben jetzt Familien, die sind zu Ermittlern geworden und kämpfen darum, dass es zu einem Untersuchungsausschuss kommt.
Und das einfach zu sehen, also für mich ist es einfach eine Inspiration und für mich ist es einfach selbstverständlich, dass man sich diese Aufgabe einfach annimmt. Ich glaube, man hat trotzdem sehr viel aufgeopfert. Man hat vielleicht seine eigene Karriere, die man vor dem 19. Februar hat, aufgeschoben. Man hat seine eigene Familie vernachlässigt. Man hat Freunde vernachlässigt. Man hat wahrscheinlich auch seine Gesundheit und vor allem die mentale Gesundheit vernachlässigt. Aber uns ist auf jeden Fall klar, dass es für uns der Anfang war und dass wir bis zum Ende gehen. Weil die Konsequenzen wird und muss jemand dafür tragen, dass der Notausgang verschlossen war und dass die Jungs da nicht rausgekommen sind. Oder dass Ferhat stundenlang auf dem kalten Boden im Kiosk lag und es den Polizeibeamten wichtiger war, dafür zu sorgen, dass keiner von draußen reingucken kann, statt zu gucken, ob man ihm erste Hilfe leisten kann. Das sind Dinge, für die werden Leute auf jeden Fall die Konsequenzen tragen. Für jedes Tropfen Blut, was auf diesem Boden lag, werden die Leute die Konsequenzen tragen. Das ist das Versprechen, was ich geben kann. Das ist ein Versprechen, was ihr wahrscheinlich alle gebt, zu sagen, wir machen, bis die Konsequenzen getragen werden, weiter. Und wahrscheinlich ist die Vernetzung und die Solidarität oder das solidarische Vernetzen mit, mit Menschen und Gruppen, die es in Deutschland gibt, von NSU-Komplex auflösen und die verschiedenen Initiativen, die es gibt, weiterhin wichtig. Aber ihr bleibt in Hanau bei der Arbeit, die ihr macht. Und das ist tatsächlich auch an dieser Stelle für mich nochmal, deshalb stocke ich gerade so, weil ich das wirklich total beeindruckend finde, weil ich das Gefühl habe, es ist etwas, was sowas von überhaupt nicht selbstverständlich ist. Es ist eben genau, es sollte anders sein. Und ich habe einfach dieses Wort von dir jetzt mit der Selbstverständlichkeit so im Kopf, weil ich das Gefühl habe, es wäre selbstverständlich, dass wenn sowas passiert, wenn so ein Anschlag passiert, es wäre selbstverständlich, dass sofort die Polizei da ist, dass sofort aufgeklärt wird, dass sofort für die Leute da ist, die zu den Opfern gehören, dass sofort dafür gesorgt wird, dass es eine Form von psychosozialer Betreuung gibt, dass es sofort etwas gibt, was für die Leute da ist. Und dass das alles nicht passiert ist, das ist tatsächlich etwas, was ich tatsächlich immer, wenn ich von weit, weit weg drauf gucke, wo ich immer das Gefühl habe, ich kann es nach wie vor nicht glauben. Und auch wenn ich so viel darüber gelesen habe und gesprochen habe mit Menschen, ich kann es immer noch nicht glauben. Deswegen ist für mich einfach in diesem Moment gerade nochmal so dieser Moment gekommen, wo ich wirklich sagen muss, dass ich allergrößten Respekt habe vor der Arbeit, die ihr macht und vor dem, was ihr gemeinsam geschafft habt. Und zwar auf eine Art und Weise, die solidarisch ist. Und auch das alles ist nicht selbstverständlich. Deshalb an dieser Stelle von mir einfach nochmal so diese größte Hochachtung. Und ich glaube, dass es für uns jetzt an dieser Stelle darum gehen kann, zu sagen, für diesen Abend gibt es, glaube ich, gar kein anderes Fazit, als zu sagen, dass eure Forderungen bleiben zentral und du hast es eben so wichtig und so gut gesagt, Ali, bis sie erfüllt sind. Aber das, was passieren muss, ist die Öffentlichkeit. Das, was passieren muss, ist der Druck von außen. Es muss berichtet werden über das, was in diesem Untersuchungsausschuss stattfindet. Es muss berichtet werden über das, was passiert in Hanau, was passiert auf den Straßen von Hanau, was in Bezug auf dieses Mahnmal passiert. Es muss berichtet, es muss Sichtbarkeit geschaffen werden, noch und nöcher. Und es wird in Bezug auf du hast auch da das Stichwort so wichtig genannt, in Bezug auf den Fußball wird es die Situation geben, dass einfach immer klarer sein muss, es muss eine Selbstverständlichkeit sein, dass sich Fußballvereine in Deutschland mit Antirassismus auseinandersetzen, dass sie antirassistische Bildungsarbeit organisieren und dass sie Antirassismus zum Thema machen. Und ich finde es jetzt tatsächlich sehr, sehr schön und sehr, sehr wichtig, dass wir an dieser Stelle auch genau das nochmal sagen. Wir haben diesen Abend über 9 Menschen gesprochen, die am 19. Februar 2020 ermordet worden sind. Und ihr habt auch an diesen geschützten Raum, den ihr in Hanau geschaffen habt, Say Their Names geschrieben. Und diese Namen immer wieder zu sagen, ist so wichtig. Und das wollen wir jetzt auch heute hier tun. Und wir wollen danach vor allem, auch das ist wichtig, diese 1 Minute Schweigen, die wir brauchen, um zumindest für diesen Moment zu gedenken. Und deswegen
Das möchten wir jetzt tun. Aufstehen. Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar, Gökhan Gültekin. Hamza Kurtovic, Kaloyan Velkov, Mercedes Kirpaç. Said Nesar Hashemi, Sedat Gürbüz, Willi Viorel Paun. Danke. Danke an euch, die ihr heute Abend hier wart und einmal mehr erzählt habt. Auch wenn ich glaube, dass es immer wieder unheimlich viel Kraft kosten muss, zu erzählen, auch in so einem Rahmen wie hier. Danke an euch, danke an die Initiative, an eure Familien, an alle Angehörigen, die euch unterstützen. Danke an die Freundinnen und Freunde und die UnterstützerInnen, die da sind, für euch solidarisch sind in Hanau und darüber hinaus. Und danke an euch, die ihr zugeguckt habt heute Abend hier. Und ja, wir wünschen euch noch einen schönen Abend und verabschieden uns hiermit.